Ich bin heute im Frankfurter Büro von Clifford Chance. Ich habe hier heute einen ganz besonderen Termin, denn ich treffe Rüdiger Vollhardt, einen früheren Namenspartner der Sozietät. Clifford Chance gibt es schon über 20 Jahre in Deutschland. Die Wurzeln der Sozietät gehen aber weit über 130 Jahre zurück, als die ersten Vorgängerkanzleien in Berlin gegründet worden sind. Rüdiger Vollhardt gehört mit Dolf Weber zu den entscheidenden Persönlichkeiten, die die Sozietät in den letzten Jahrzehnten zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Mut zu Großem ist quasi das Leitmotiv unserer Sozietät über viele Jahrzehnte gewesen und bedeutet, dass wir über den Tag hinaus denken und uns immer wieder Gedanken machen, wie unsere Sozietät in den nächsten 10 Jahren aussehen muss. Ja, durch diese Haltung mit Mut zu Großem haben wir viel erreicht und sind am Ende des Tages eine der führenden Kanzleien in Deutschland geworden. Ja, Mut zu Großem. Also wenn ich jetzt noch bescheidener mich äußere, als ich sowieso tue, da würde ich sagen, ohne Mut zu Großem wäre auch aus unserem Büro nichts geworden. Ich wollte eigentlich Buchhändler werden, weil ich dachte, da kann man den ganzen Tag lesen, aber dann, wir waren ja arm, denn mein Vater war im Krieg gefallen und ich wollte irgendwie auch was Einträgliches an Beruf haben. Der spätere Bundesverfassungsrichter Fabian von Schlafendorf, ein Freund der Familie, der hatte, als er zur Abitursfeier mit meiner Mutter gekommen war, gesagt, die Frau ist doch ganz eindeutig, was ihr Sohn werden muss. Der muss Schauspieler werden. Also kurzum, das war alles ein bisschen, und da habe ich gesagt, gehe ich eben unter die Juristen. Zufällig. Ich bin Anwalt geworden, weil mich die Vielfalt der Tätigkeit und die intellektuelle Bandbreite immer gereizt hat. Darüber hinaus kann man sich als Anwalt wunderbar auch unternehmerisch verwirklichen. Und in Kombination mit der Unabhängigkeit des Berufs ist das eigentlich nach wie vor meine ideale Profession. Der erste Tag bei Pünder, Vollhardt, Weber und Axter war der 1. Juli 1994. Das war in Düsseldorf. Ich war vorher in Frankfurt. War ein sehr heißer Tag. Und ja, wir hatten, glaube ich, 17 Anwälte auf dem Briefkopf und es kam mir als unheimlich große Kanzlei vor, wo es dann auch gar nicht so einfach war, sein eigenes Zimmer zu finden. Was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich die Reaktion oder der Kontakt mit den Kollegen, die dann über den Tag hinweg alle mal in der Tür standen und sich vorstellten. Ja, das sind vielfach noch Kollegen, mit denen ich bis heute dann tiefe Freundschaften entwickelt habe und das hat alles dann im Jahr 1994 begonnen. Ja, also wenn wir jetzt unter uns sind und Sie es nicht weitererzählen, ich war verbal nicht sehr zurückhaltend. Also ich habe mich auf eine gewisse Beredsamkeit verlassen. Das war eigentlich das Einzige, was ich zu bieten hatte. Man merkt es heute nicht mehr, gell? Vielleicht, sagen wir, wenn man mal das Erfolgserlebnis sieht, was einen auf ein gewisses gehobenes Niveau der vielen Anwälte hebt, ja, dann würde ich sagen, der Tag, an dem ich zum ersten Mal die Hauptversammlung der Deutschen Bank beurkundet habe. Die größten Erfolgserlebnisse hatte ich immer dann, wenn ich Mandanten zu schwierigen Themen helfen konnte als Anwalt. Als Partner der Sozietät ist sicherlich mein größtes Erfolgserlebnis
die Rolle des Managing Partners ausüben zu dürfen, was für mich zugleich eine sehr große Ehre darstellt. Der beste Rat, den ich jemals erhalten habe, war von einem amerikanischen Mandanten, einem General Counsel, der mir geraten hat, mich immer auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und auch in den schwierigsten Fällen immer die 3, 4 Knackpunkte zu identifizieren, von denen die Lösung des gesamten Falls abhängt. Und das habe ich eigentlich bis heute beherzigt. Ich versuche immer, Dinge zu vereinfachen und aus der Komplexität, möglichst einfache Fragen zu entwickeln, von denen dann die Lösung abhängt. Die Mandanten der Stadt Frankfurt, die waren eigentlich die Basis dafür, dass überhaupt jemand in diesem Büro noch am Schreibtisch saß. Und die habe ich dann sehr ausgebaut. Ich muss sagen, nachträglich imponiere ich mir. Ich bin einmal die Woche einfach ins Liegenschaftsamt gegangen, von Zimmer zu Zimmer, habe gesagt, guten Morgen, gibt es was zu tun? Und wenn da eine dicke Akte lag, habe ich gesagt, was ist denn das? Ach, sagen die, das ist unangenehm, geben Sie her. Habe ich die Akte mitgenommen und gut. Und so war tatsächlich die Stadt Frankfurt von Anfang an eigentlich mein Idealmandant. Und ist es geblieben, bis die ganze Zeit die ganzen Westend-Streitigkeiten und immer geblieben. Dieses Bild, das ist mein Arbeitsplatz in der 31. Etage. Und wir haben damals angefangen mit 1,5 Etagen und dann zum Schluss waren wir, ich sage jetzt nicht wie viel. So, dann haben wir ein Bild hier, da waren wir im Rheingau, das ist der Pünder hier. Das hier ist im Garten des verstorbenen Kollegen Sommerlath in Bad Homburg, der Weber und ich. Eigentlich gehörte ich ans Gericht und ich war für gewisse Albernheiten sehr zu haben und fand es immer gut, wenn man die Richter zum Lachen bringt. Denn, das war so ein Satz, den ich immer gebraucht habe, ein Richter, der lacht, schläft nicht. Das heißt, wenn man ihn zum Lachen bringt, dann hat er zugehört. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe Rüdiger Vollhardt im Herbst 1994 zum ersten Mal getroffen, als ich ein gemeinsames Mandat mit Dolf Weber hatte. Dolf Weber war ja der kongeniale Partner von Rüdiger Vollhardt. Mit Rüdiger Vollhardt habe ich eigentlich nie ein Mandat gemeinsam bearbeitet, habe aber sehr schnell Kontakt zu ihm aufgenommen und auch gehalten, weil ich ihn immer auch als Literaturkenner und Musikliebhaber und als jemanden geschätzt habe, mit dem man sich wunderbar unterhalten kann. Mein Rat ist, dass man sich immer an den inneren Kompass halten muss, dass man authentisch ist und dass man für den Erfolg meistens ein gutes Team braucht und deshalb es wichtig ist, sich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammenzutun. Kamera läuft. Lass mir einfach zu dem Smiley gucken. Ich bin schon Unikat. Waren Sie schon immer?